Auch für den Monat November haben wir wieder spannende taktische Anlageideen für unsere Kundinnen und Kunden gefunden und implementiert. Auf der Aktienseite ändern wir allerdings nichts. Nach wie vor stützen das globale Konjunkturbild und bald auch die bekannte Saisonalität. Zudem sinken in den USA die Zinsen. Gleichwohl dominieren die Bewertungen der IT-Titel nach wie vor die Schlagzeilen. Die Mag 7 allerdings können ihre hohen Investitionen nach wie vor aus ihrem Cashflow finanzieren. Und wir gehen davon aus, dass sich das Phänomen KI in der gesamten Wertschöpfungskette der digitalen Volkswirtschaft durchsetzen wird. Wir bleiben daher nach wie vor IT-übergewichtet und bestätigen auch unsere Position im Healthcare-Bereich, der jüngst wieder an Fahrt aufgenommen hat. Regional überzeugen die Schwellenländer, insbesondere aufgrund ihrer IT-Stärke und aufgrund ihres robusten und großen Binnenmarktes. Änderungen haben wir im Obligationenbereich vorgenommen. Nach den jüngsten Peaks auf der Inflationsseite dürften die Teuerungsraten mittelfristig wieder nach unten tendieren. Das dürfte auch die Zinsen am langen Ende wieder sinken lassen. Wir haben Durationen dazugekauft und damit auch unsere Dollarpositionen von untergewichtet auf neutral verschoben. Ein kleines Wort in eigener Sache. Ab dem Januar 2026 darf ich mit meinen Teams als CIO der Zürcher Kantonalbank die Anlagestrategie der Zürcher Kantonalbank verantworten. Aus diesem Grunde lege ich die Präsentation der Anlagestrategie für institutionelle Kunden aus dem Asset Management in die bewährten Hände unseres alten und neuen Chefstrategen im Asset Management, Stefano Zoffoli, und an Nicola Krass, unserem stellvertretenden Leiter Portfolio Management im Multi-Asset-Bereich. Stefano und Nicola, was haben wir jetzt konkret neben dem Kauf von Duration und Erhöhung der Dollarquote geändert, Stefano? Bei den Wanderanleihen zum Beispiel haben wir Gewinne mitgenommen, die haben eine herausragende Performance erzielt, nicht nur im Verhältnis zu ihrer Historie, aber auch versus den anderen Anlageklassen, mehr als 10% gehedged. Das ist dank der Beliebtheit von Emittenten aus dem IT-Bereich. Und wir glauben, das ist jetzt doch schon ein weiter Weg gegangen. Deshalb reduzieren wir dort unsere Gewichte, wobei wir die Kredituntergewichtung weiterhin beibehalten. Rohstoffe stehen auch im Fokus, Nicola. Genau, wir nutzen den jüngsten Ölpreisanstieg und gehen neu in ein Untergewicht bei den Rohstoffen. Wir sehen weiterhin eigentlich Überkapazitäten im Energiebereich und denken auch, dass die Verschnaufpause bei den Edelmetallen durchaus weitergehen könnte. Ja. Stefano, wir sind bekannt für unseren Fokus auf den Schweizer Heimmarkt. Da gibt es noch eine Anlageklasse, die wichtig ist. Allerdings, es herrscht Anlagenotstand, gerade bei Nullzinsen, und da kommen Immobilien ins Geschäft sozusagen. Die Mietrendite, die man erzielen kann, ist bei etwa 2%, immer noch deutlich höher als 0, offensichtlich. Und nachdem die Kapitalerhöhungen jetzt gut aufgenommen wurden im Markt, sind wir der Auffassung, dass Institutionelle und auch Private wieder mehr in den Bereich investieren werden und die Anlagechancen doch durchaus ansehnlich bleiben. Herzlichen Dank, Stefano und Nicola. Detailliertere Informationen zu unserer taktischen Positionierung und weitere spannende Anlageideen finden Sie wie immer auf unserem Insight-Blog auf der Swisscanto Homepage. Kommen Sie gut durch den November. Ich freue mich auf Sie in neuer Rolle ab dem 1. Januar 2026. Und bis dahin gilt, bleiben Sie ausgewogen.